Hallo Freunde der Werkstatt, das hier ist der Marstec Venus A. Ich habe ihn endlich bekommen. Schaut bitte dieses Video bis zum Ende, da könnt ihr euch einen Haufen Ärger ersparen. Ich muss 2 Videos über den Venus A machen, weil es doch einige Schwierigkeiten gibt und ich noch nicht alle Probleme lösen konnte. Punkt Nummer 1. Der Marstec hat extrem schlechtes WLAN-Signal. Ihr könnt hier zum Beispiel, seht ihr das WLAN-Signal. Wenn ihr hier nicht im grünen Bereich seid, dann habt ihr ziemlich viele Probleme. Bei mir ist der Marstec nur 2 Meter vom WLAN-Signal entfernt, also vom Router, nur getrennt durch eine Holzwand und er hat ziemlich schlechten Empfang. Obwohl ich genau am gleichen Ort auch Shelly-Geräte habe, die vollen Empfang haben. Außerdem müsst ihr ein Netzwerk haben mit 2,4 GHz. 5 GHz funktioniert nicht, aber am allerbesten zieht ihr ein direktes LAN-Kabel und steckt es hinten im Marstec ein. Punkt Nummer 2. Wenn ihr den Marstec installiert, legt euer Telefon am besten neben das Marstec-Gerät, schaltet Bluetooth und Standort ein. Und bei der Anmeldung müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr Europäische Union auswählt. Selbst wenn ihr nicht in der EU seid, wie zum Beispiel ich hier in der Schweiz, habe das natürlich nicht so ausgewählt. Das hat richtig viele Fehler generiert. Ich hatte zum Beispiel keine Statistik oder unvollständig, Probleme mit dem Eigenverbrauch in Verbindung mit Shelly und so weiter. Ich hatte da einen ganzen Sonntag verschwendet, um alle Probleme zu lösen und habe dann gemerkt, es funktioniert nicht so, wie es soll. Und dann habe ich auf diesen EU-Server umgestellt. Falls ihr auch wie ich das schon installiert habt, müsst ihr alles deinstallieren. Und zwar geht ihr hier mal auf Werkseinstellung. Dann könnt ihr hier das Gerät deinstallieren. Und zu guter Letzt müsst ihr hier noch das Konto löschen, ein neues Konto machen und euch dann wieder anmelden. Dann der dritte Punkt, der extrem wichtig ist das Update, die Software. Ich habe jetzt hier nun die Version V147 drauf. Vorher hatte ich die Version V143. Nachdem ich auf dem EU-Server war, kam bei mir die Update-Anfrage automatisch. Ich habe die ausgeführt. Er hat dann zwar am Schluss, nachdem 100% drauf war, gesagt, dass ein Fehler passiert ist. Ich müsste es wiederholen, aber irgendwie ist es trotzdem drauf und es funktioniert auch. Mit diesem Update habt ihr auch neue Einstellungen, die ihr vornehmen könnt. Das ist er nun, der Marstec Venus A. Das ist die Grundeinheit, hat 2,12 Kilowattstunden Kapazität. Das ist der Stromanschluss. Hier kann man das LAN-Kabel direkt anschließen. Dann hat er 4 unabhängige MPP-Tracker. Die Kabel kann man so abziehen. Was das hier unten ist, habe ich keine Ahnung. Ich kann es auch nicht öffnen, will es auch nicht. Wenn es jemand weiß, bitte unten in die Kommentare reinschreiben. Hier hinten ist noch der Backup-Anschluss, aber ich bringe das mit meinem Finger da fast nicht auf. Ich nehme da einen Schraubenzieher. Hier könnte man noch eine Erdung anschließen. Zuerst nimmt man diese Schutzkappe ab und dann steckt man den beigefügten Stecker hier unten rein, wenn man nur die Haupteinheit hat ohne Zusatzmodule. Ich habe schon ein Video gemacht, wie man ein Zusatzmodul anschließt. Den Link zum Video blende ich euch hier oben ein. Das Teil ist richtig geil und massiv verarbeitet. Da kann man echt nicht meckern. Ein bisschen schwierig ist es, die PV-Stecker wieder zu entfernen, selbst mit dem Werkzeug, welches in der Verpackung dabei ist. Bedienungsanleitung in diversen Sprachen ist auch dabei. Das hier ist noch der Einschaltknopf.
Es wurde auch ein sehr dickes Kabel verbaut, wobei die Drähte drin sind nur 1 Quadrat. Jedoch das reicht, denn hier kommen maximal 1200 Watt durch. Ich frage mich auch, ob man das Teil auf die Seite stellen kann, denn so braucht es relativ viel Platz. Da ist das Design vom Jupiter einiges platzsparender. Übrigens, hier habe ich mal ein Video über alle Marstec-Produkte gemacht mit allen Daten, damit man das vergleichen kann. Gut, kommen wir zur Installation. Ich habe mir mal eine provisorische isolierte Kiste gebaut, denn der definitive Platz muss ich zuerst noch bauen da für diesen Marstec. Aber eben, ich glaube nicht daran, dass der Marstec bei minus 20 Grad Vollgas laden und entladen kann. Und außerdem leben die Zellen sicher länger, wenn sie nicht diesen Temperaturen ausgesetzt sind. Falls jemand von euch dieses Gerät bei minus 20 Grad getestet hat, schreibt doch gerne in die Kommentare rein eure Erfahrungen. Wahrscheinlich wird er ziemlich langsam laden, bis er eine gewisse Temperatur erreicht hat. Ich weiß es nicht. Aber auch wenn ihr Fragen habt oder Probleme, schreibt es doch unten in die Kommentare. Vielleicht kann ich oder jemand anderes euch helfen. Für den Testaufbau habe ich 8 Trina PV-Module mit 425 bis 440 Watt Peakleistung montiert. Jeweils 2 parallel an einen Eingang. Ich habe diese 8 Module für 160 € gekauft bei Kleinanzeigen, extra Trina gesucht, denn die haben einen sehr kleinen Strom und eine höhere Spannung, was im Winter und für meine Konstellation hier perfekt ist. Das kann man so machen, wenn sichergestellt ist, dass die Grenzwerte des Wechselrichters niemals überschritten werden und es natürlich in eurem Land erlaubt ist. Ich glaube, in Deutschland dürft ihr maximal 2000 Watt Peak ohne Anmeldung installieren. Bei mir sind diese Module 4 Monate lang komplett im Schatten und zum Glück ist es in dieser Zeit zu 99% neblig, was mir eine gute Produktion generiert. Aber dazu mache ich mal ein separates Video. Vor den Marstec habe ich noch einen Shelly 1PM verbaut, damit ich sehen kann, wie und wo der Strom fließt. Wer nicht weiß, was Shelly ist, da habe ich hier ein Video für Anfänger gemacht. Das sind richtig geile und günstige Geräte, mit denen du alles überwachen und steuern kannst. Damit steuere ich sogar meine 20 Jahre alte Wärmepumpe, die auf einmal intelligent ist und sogar den Überschuss meiner großen PV-Anlage nutzt. Gut, zuerst habe ich den Menus A an die Steckdose angeschlossen und dann eingeschaltet. Danach habe ich die Solarmodule angeschlossen, nachdem ich natürlich geprüft habe, dass Plus und Minus nicht vertauscht sind. Ich habe das natürlich am Morgen früh gemacht, damit ich die gefahrlos einstecken kann. Dann müsst ihr die Marstec-App auf dem Telefon installieren und den Anweisungen folgen. Bitte beachtet dabei die 3 Punkte, die ich euch am Anfang erzählt habe. Wenn ihr das Gerät in dem Modus Eigenverbrauch benutzen wollt, dann müsst ihr einen Smart Meter im Zählerschrank einbauen. Achtung, das darf nur ein Elektriker. Ihr könnt entweder den von Marstec nehmen oder so wie ich einen Shelly Pro 3 EM. Habe ich auch mal ein Video gemacht, wie man den einbaut. Aber das Gerät funktioniert auch im manuellen Betrieb ohne Smart Meter. Damit ihr das wisst, wenn ihr zum Beispiel mehrere Marstec-Geräte, zum Beispiel an Phase A, B und C, verbauen wollt, dann nehmt das Smart Meter von Marstec. Denn so wie ich gelesen habe, funktioniert das nicht mit dem Shelly. Bei der Installation von eurem Gerät braucht ihr noch die Rechnung von Marstec, denn diese müsst ihr fotografieren, um die Garantie zu aktivieren. Beim Marstec MI800 hat das zum Beispiel bei mir nicht funktioniert, dann habe ich ihn manuell auf dieser Seite registriert. Dann könnt ihr zuerst noch das Smart Meter auswählen. Wenn ihr so wie ich einen Shelly Pro 3 EM habt, klickt ihr einfach da drauf. Beachtet, der Marstec und der Shelly müssen im gleichen Netzwerk sein. Da ich letztes Jahr die große PV-Anlage installierte, habe ich auch gleich die beiden Häuser mit einer Strom- und Datenleitung verbunden.
Damit die Marstec-App den Shelly erkennt, müsst ihr in der Shelly-App noch etwas einstellen. Und zwar müsst ihr hier eine feste IP-Adresse geben und bei RPC den Port 1010 eingeben. Falls es nicht geht, probiert es mit 2220. Dann findet die Marstec-App den Shelly. Übrigens, Marstec hat nur eine App fürs Telefon und nicht so wie Shelly eine Browser-App. Die Marstec-Produkte könnt ihr übrigens auch in Home Assistant einbinden. So, meine Freunde der Werkstatt, das war der erste Teil vom Venus A. Im zweiten Teil geht es dann eigentlich nur noch um die Software. Da gibt es doch einige Probleme und Schwachstellen. Aber ich sage mal so viel voraus, ich würde mir das Gerät immer wieder kaufen. Aber schaut unbedingt den zweiten Teil. Dann könnt ihr auch sehen, was da alles schief läuft und was man verbessern könnte und wo auch noch die Fehler sind. Wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet, würde ich mich natürlich sehr freuen. Das ist absolut gratis und unterstützt meinen Kanal. Ihr dürft mich auch gerne abonnieren, dann verpasst ihr keines meiner Videos. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal.